Hallo, willkommen bei Piranha Becken TV. Ich bin der Björn, das ist die Jenny und wir haben heute ein schnelles Thema. Haben wir? Weiß ich nicht. Das Thema heute ist Sales. Sales. Auch heiß diskutiert, weil immer spannend und da sind die Strategien der unterschiedlichen Entwickler und Publisher ja auch immer sehr unterschiedlich. Und wie das aussehen kann und warum das so ist, das wollen wir heute mal beleuchten. Okay. Ja? Dann fangen wir an. Gut. Also, ein Thema, das vor allen Dingen so richtig aufgefallen ist mir das letztens, als Lara Croft auf den Markt kam und dann kurze Zeit später schon im Sale gelandet ist. Ne, fand ich sehr spannend und dann haben sich sehr viele geärgert, weil die Leute, die lange drauf gewartet haben und das Spiel dann zum Vollpreistitel gekauft haben, gesagt haben, toll, hätte ich jetzt noch irgendwie 2 Wochen länger gewartet, dann hätte ich das Ding irgendwie wesentlich günstiger gekriegt. Was ne Kacke. Warum machen die das? Ne? Oh. Ja, warum machen die das eigentlich? Warum machen die das eigentlich? Was soll das? Ja, verramschen so früh ihr Spiel. Ist natürlich auch echt in dem Fall sehr früh gewesen, Ja. ungewöhnlich. Normalerweise wartet man ja gerne etwas länger, bis das Ding im Sale landet. Und zwar hängt das von unterschiedlichen Dingen ab. Also wir gehen erstmal in die Produktion, machen irgendwie ein schönes Spiel und das ist dann fertig und wird hoffentlich zum Vollpreistitel gekauft. Weil, wie wir oft gesagt haben, die erste Woche ist immer die wichtigste. Da sieht man, wie viele Leute tatsächlich irgendwie von denen, die das Ding auf ihrer Wunschliste hatten oder so, auch wirklich zum Vollpreis kaufen. Und da werden die meisten Absatzzahlen gemacht. Hat man einen Erfolg, das heißt, man hat im günstigsten Fall in absehbarer Zeit irgendwie die Entwicklungskosten wieder reingespielt, irgendwie im besten Fall vielleicht sogar die Marketingkosten wieder eingespielt, dann ist es im Grunde genommen ein Luxusproblem, wann das Spiel im Sale landet. Und dann kann man gucken, naja, was sind denn hier irgendwie die coolen Sales? Machen wir irgendwie den Sommersale mit oder den Wintersale oder sonst irgendwas und dann versuchen wir das Spiel nochmal einer breiteren Masse zur Verfügung zu stellen. Denn, warum macht man einen Sale mit? Weil dann mit den Spielen wieder Werbung gemacht wird. Das heißt, die Leute, die ich in meiner ersten Woche und meiner ersten Zeit nach Release nicht erreichen konnte, denen wird quasi das Spiel nochmal in einem Sale präsentiert und so eine Plattform, wie zum Beispiel Steam oder auch GOG oder die Konsolen oder alle Plattformen halt, machen mit ihren Sales natürlich auch Werbung. Ne? Und oder selbst so ein Humble Bundle irgendwie, wenn man irgendwie in ein Humble Bundle reingeht irgendwie, wird da die Werbetrommel gerührt und dann kann das Spiel nochmal an eine größere Masse verbreitet werden. Ja, das ist das typische Sonderangebot. Ne? Genau. Im Discounter oder im Kaufhaus. Ne? Sonderangebot ist das. Darum ist es auch so ein richtig ungünstiger Zeitpunkt, ein Release kurz vor einem großen Sale zu machen. Ne? Ja. Wer jetzt kurz vorm Sommersale oder kurz vorm Wintersale sein Spiel released, der hat eigentlich damit zu rechnen, dass Spieler das Spiel nicht kaufen, in der Hoffnung, dass es vielleicht in dem expliziten Sale landet. Und dann machen die das nicht. Oder im schlimmsten Fall, dass sie ein anderes Spiel kaufen, was im Sale landet und nicht das Spiel, was gerade released worden ist. Und das wäre natürlich für so einen Publisher ein bisschen bitter. Ja. Schlechtesten Fall habe ich also meine Zahlen nicht erreicht, die ich mir vielleicht gewünscht habe zu einem Release-Zeitpunkt oder kurz danach. Und dann wird so ein Sale-Druck, nenne ich ihn, schon wieder ganz schön sexy. Denn wenn ich die Zahlen nicht erreicht habe, aus eigener Kraft, aus eigener Marketingkraft heraus, sage ich mal, wie will ich denn dann jetzt eine größere Masse an Spielern erreichen, sodass ich über Absatzzahlen das Geld wieder reinhole. Und dann wird so ein Sale natürlich attraktiv, auch wenn er früher ist, als dass der Publisher das vielleicht sich ursprünglich gewünscht hat. Und dann landen solche Spiele gerne in diesen Sales, weil sie dann wieder mehr Sichtbarkeit und Reichweite haben und dann vielleicht doch innerhalb eines... Heißt das, dass in diesem speziellen Fall von Lara Croft das Spiel sich schlecht verkauft hat? Ist es dann die Kausalität direkt schon ablesbar oder ist das vielleicht nur, weil das Spiel unter den Erwartungen geblieben ist oder... Nicht unbedingt, würde ich so nicht sehen. Das sind nämlich die verschiedenen Punkte. Ja. Also entweder
Ich habe aus einem anderen Grund einen Druck gehabt, irgendwie mit im Sale zu landen, weil ich zusätzliche Reichweite erzielen möchte. Oder ich habe einen Deal gelandet mit einer Plattform. Dann wird das so gemacht irgendwie, dann wird sich auf eine Stückzahl geeinigt, wie viel jetzt in diesem Sonderangebot, so nenne ich das jetzt mal, zu kriegen sind. Das heißt, wie viele Leute tatsächlich jetzt dieses Spiel da erwerben können. Dann gibt's halt irgendwie, weiß ich nicht, so eine Zahl, ich sag mal 5.000, 10.000, keine Ahnung. Für uns ist das so, als hätte man das Spiel für einen Vollpreis verkauft. Warum machen die das? Aus Werbekosten. Das sind Werbekosten. Das geht ins Budget der Werbung, sozusagen. Und deswegen kriegt man auch, wenn er mal guckt, irgendwie Spiele manchmal hier günstiger und da teurer und hin und her und so weiter. Da lohnt sich das schon mal, den einen oder anderen Browser mal aufzumachen, um mal zu gucken, wo kriege ich dieses Spiel denn jetzt am günstigsten. Ne? So. Aber die spannende Zeit, das sind die ersten 3 Wochen, ganz, ganz spannende Zeit, und danach bleibt es auch immer noch irgendwie auf dem Level und so weiter. Ja, und wenn es im Sale landet oder so, gibt es viele Leute, die sagen, ja, ich merke mir das mal vor, warte, bis es im Sale ist und dann kaufe ich es mir erst. So, ne? Weil man vielleicht, ne, du hast ja auch mal von Pile of Shame, den viele Leute zu Hause haben, gesprochen und so weiter. Ja, wenn die jetzt total Bock auf das neue Spiel haben, dann kaufen die sich das direkt und sagen, okay, ich investiere die Kohle und möchte es jetzt spielen. Aber wie man halt weiß, ne, man wartet halt eine gewisse Zeit und dann kommen die Sales. Die kommen bei jedem Spiel. Ne? Es ist ja auch so, gerade bei Spielen, oder nicht bei allen, aber bei den meisten ist es so, ein Spiel altert schneller. Und das heißt, je länger ich brauche, um den Kunden zu erreichen, desto unwahrscheinlicher wird es, dass er sich das Spiel vielleicht doch noch kauft. Ne? Irgendwann gibt's neue Peripherie, irgendwann ist das Ding altbacken, vielleicht ist die Grafik nicht mehr so hübsch und dann kaufen die Leute sich das Ding nicht mehr. Das heißt, je früher ich das Ding an den Mann bringe, desto wahrscheinlicher ist es, dass möglichst viele Leute spielen. Und darum entsteht an der Stelle auch ein Sale-Druck. Mit anderen Worten, bei jedem Sale, den ein Publisher nicht mitmacht, verliert er Kunden, weil diese sich in dem Sale wahrscheinlich andere Spiele kaufen, die sie dann zuerst spielen. Und dann landet das Spiel entweder irgendwie in der Wunschliste ganz unten und irgendwann fluppt es weg und wird gar nicht mehr gekauft und gespielt. Und das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Ein Publisher versucht natürlich, bei jedem, der irgendwie noch in die Zielgruppe passt, so ein Spiel unterzubringen und zu sagen, ja, aber das hast du dir noch nicht angeguckt, spiel das doch auch mal. Und da ist so ein Sale natürlich tierisch sexy, den dann auch mitzumachen und die Spiele an den Mann zu bringen. Ja, es gibt natürlich auch dann dieses Phänomen, dass Spiele nochmal gepusht werden durch Hauptseiten. Ja, das heißt, wenn ich zu einem späteren Zeitpunkt, das heißt, ich habe mein Release jetzt hinter mir, irgendwie die ersten Verkaufszahlen sind im Sack und irgendwann später irgendwie denkt man, ach, das Spiel ist aber immer noch cool, dann mache ich einen weiteren Deal mit irgendeiner Plattform und dann landet das Spiel dort auf der Hauptseite. Dann werden wieder Kunden, ne, auf der PlayStation, auf der Xbox vielleicht auf der Hauptseite oder vielleicht auch bei den PC-Plattformen, werden Spieler darauf aufmerksam, denken, huch, das Spiel habe ich ja ganz vergessen oder das kenne ich noch überhaupt nicht. Was ist das denn? Finde ich interessant. Dann am besten zu einem Zeitpunkt, an dem das passt. Und dann kann das der ganzen Sache auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal so einen richtigen Schub geben und Verkaufszahlen nochmal generieren an der Stelle. Ja, und man sollte sich nicht, also es gibt Spiele, auch unsere Spiele oder so, die verkaufen sich noch. Ne? Auch die ganz alten Spiele, ne? Wie Gothic oder so, die verkaufen sich auch immer noch. Ne? Natürlich für viel weniger Geld als jetzt, wenn man ein neues Spiel rausbringt, weil sonst, ne? Aber es ist halt, ja, ab und zu mal in so einem Humble Bundle dabei, irgendwie so eine Komplettreihe von Risen oder Gothic oder sowas, ja. Das ist halt irgendwie dann doch schon irgendwie cool, wenn man sie sich dann kaufen kann. Ne? Der Umkehrschluss der ganzen Geschichte ist natürlich, dass wenn dieser Sale-Druck halt da ist, aus den Gründen, die wir gerade genannt haben, Spiele vielleicht verfrüht, zu schnell in Sales landen und dann für einen Preis verkauft werden, der eigentlich nicht vorgesehen war und es schwerer ist für einen Publisher, überhaupt Vollpreistitel an den Mann zu bringen, weil die meisten Leute dann auf die Sales warten und schon erwarten, dass das Spiel irgendwann da landet und die Produktionskosten eben nicht eingespielt werden. Und dieser Druck verleitet halt auch viele Entwickler und Publisher dazu, dann anderweitig zu versuchen, die Kohle wieder reinzuholen. Ne? Klassischer Fall hier, Lootboxen oder Mikrotransaktionen, mein Gott, ich hab's aber auch mit dem S heute. Microtransactions. Und auch das, da muss, wir haben gesagt, nee, komm, wir verzichten auf sowas.
wir kriegen das auch so hin, irgendwie, wenn wir ein Spiel machen, was groß und cool genug ist, dass es seine Zielgruppe trifft. Aber bei vielen ist es vielleicht so, dass sie sagen, ja, es reicht einfach nicht, die Kosten wieder einzuspielen, weil die Produktion vielleicht übermäßig teuer war oder weil sie nicht genug eingespielt haben. Da machen wir sowas. Und wenn das dann zu extrem gehandelt wird, dann macht das den Spieler natürlich auch wieder sauer, ja. Das heißt, wenn ich irgendwelche Sachen kaufen kann im Spiel, ist das vielleicht ganz cool. Wenn ich irgendwelche Sachen kaufen muss, weil sonst komme ich an einer bestimmten Stelle nicht weiter oder muss irgendwie 3 Tage warten oder muss sonst irgendwas machen. Das muss irgendwie fair sein, unterm Strich. Genau, dann fühlt sich der Spieler auch verarscht und sagt, naja, ich habe ja trotzdem Geld für das Spiel ausgegeben und kann es jetzt nicht irgendwie vernünftig spielen oder die anderen sind im Vorteil im Falle von Multiplayern. Das darf natürlich auch nicht sein. Und dann gibt's den nächsten Shitstorm an der Stelle. Ja. Da muss man halt gut überlegen, ob das wert ist, wie viel da wert ist. Und auf der anderen Seite haben natürlich auch einige Publisher richtig viel Kohle gemacht mit diesem Mikrotransaktionen-Kram. Ja. Ne? Alles, was extrem ist, ist scheiße. Nach dem Grundsatz lebe ich meistens. Ne? Und wenn man halt zu sehr dem Spiel anmerkt, dass man dem Spieler die Kohle aus der Tasche ziehen will und einem eigentlich nicht richtig spielen lässt, das Spiel, dann ist das doof. So, ne? Und das ist, glaube ich, so ein Ding, warum das so kontrovers diskutiert wird, weil ich meine, ich finde es ja okay, ne, für Sachen irgendwie Geld zu bezahlen. Das ist ja in Ordnung so. Und welches Modell man da jetzt fährt oder so, da kann man an geteilter Meinung sein oder so, aber wenn es so extrem wird, ist halt immer blöd. Ne? Ja. Ja, muss man sich halt überlegen, ne, ob dieser Trend, Spieleinhalte, Sales anzupassen, eine gute Idee ist. Ne? Eigentlich nicht. Und, eigentlich sollte sowas mit dem Game Design und mit dem Gameflow und mit Pacing und mit Menge und mit Umfang und mit Zeugs eigentlich nichts zu tun haben. Würde man sich wünschen als Spieler. Ja, aber die Realität sieht ja anders aus. Ja. Also immer mehr springen darauf an, weil halt diese Sales halt so wichtig geworden sind. Ja. Und es so schwer ist, so die Spiele dann an den Mann zu bringen. Ne? Gerade so die Mittelklasse-Spiele. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie... Jeder wartet irgendwie auf, ich sag mal so, Red Dead Redemption 2 und die kosten zwar auch ein Schweinegeld, aber die spielen es auch wieder ein, weil es halt jeder kauft. Ja. Also, ne, das ist so jetzt der Klassiker auf der einen Seite, der mir so einfällt. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer. Ne? Und wenn du jetzt irgendwie so ein kleines Spiel machst, irgendwie, dann musst du sowieso gucken, dass du das Ding irgendwie an den Mann bringst über irgendeinen Marketing-Trick oder, ne? Genau. Und wenn du so einen Mittelklassewagen machst, dann ist es echt eine Minimax-Aufgabe zu gucken. Ja, wann ist der beste Zeitpunkt? Wann kriegt man noch die Kunden mit? Wie viel Werbung können wir machen und wie teuer darf es werden? Und hoffentlich kommt man damit durch, auch ohne das Game Design darauf anzupassen. Ja, und das ist natürlich so ein bisschen der Wunsch, ne? Weil ich kaufe am liebsten die Spiele. Ich hätte beinahe gesagt, ich kaufe die am liebsten, nicht am liebsten spielen würde. Das ist totaler Quatsch. Ja, sollte man davon ausgehen. Was ich eigentlich sagen wollte irgendwie. Wir machen ja Spiele, die wir selber gerne spielen. Ne? Und weil wir... Die interessante Frage ist ja, betrifft uns das? Ja. Betrifft uns diese Sales-Nummer eigentlich nur am Rande? Wir kriegen solche Sachen mit, ja, aber für uns, ja, Piranhas, hat das noch nie irgendwie eine Rolle gespielt. Und wenn, dann habe ich es vergessen, ja, aber eigentlich nicht. Nee. Eigentlich machen wir unser Ding und machen das Spiel dann fertig, dann kommt es in den Laden und so und dann gucken wir mal, wann das Ding dann irgendwie im Zelt kommt. Aber es hat eigentlich noch nie irgendwie so einen Einfluss gegeben. Das sind ja auch eigentlich Gedanken, die sich ein Publisher macht, ne? Und wir nehmen das dann wahr, aber wir gucken erstmal, dass wir ein cooles Spiel machen irgendwie. Manchmal kommt ja auch der Producer zu uns und macht irgendwelche Vorschläge, wo wir manchmal mal wissen, was will der denn jetzt? Wo kommt das denn her? Ja, das kann vielleicht sein, aber eigentlich. Erstmal googeln. Erstmal googeln, genau. Nein, also sowas haben wir eigentlich hier noch nicht erlebt. Nee, und haben es auch nicht vor zu ändern, weil wir immer noch den Glauben haben, dass alles seine Nische hat. Genau. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hast du eine Community-Frage, Jenny? Nein. Nein? Doch, klar. Ja, ich habe ganz viele Community-Fragen, mehr als wir beantworten können, glaube ich gerade. Also, die erste Frage ist, lohnt sich eine deutsche Sprachausgabe überhaupt? Ja, was denn sonst? Aber also, sowas von. Ich meine, wir haben von Anfang an angefangen mit Sprachausgabe und ohne Sprachausgabe ist das Spiel nicht so gut. Ja, und die Betonung auf Deutsche
Aber natürlich, Ja. unser Hauptmarkt ist und bleibt halt nun Außerdem mal wird das Spiel auf Deutsch produziert. auch das. Ja, also unbedingt müssen wir eine deutsche Sprachaufnahme machen. Ja, wie Und du schon sagst, die meisten werden hier ja auch verkauft in Deutschland. Ja. Ne? Und ja, da müssten wir es ja auf Englisch produzieren. Wir müssten dann englische Dialoge schreiben. Ja, das können wir gar nicht. Ja, wir könnten ja irgendwie die deutsche Sprachaufnahme bleiben lassen, theoretisch, ne? Aber das würde man auf gar keinen Fall tun. Also wir haben zwingend Deutsch und auch zwingend Englisch. Andersrum wird ein Schuh ne? draus, ne, ob sich jemand, der englischsprachiges Spiel macht, ja, sich fragt, ob es sich lohnt, eine deutsche Sprachausgabe zu machen. Im Fall von Red Dead Redemption, ja, ist halt Englisch, so, ne? Ist ja auch okay. Aber ja, wäre schön, wenn es auch eine deutsche gäbe, so, weil die nuscheln sich ganz schön an den Bart manchmal, ne? Aber da ist die Frage berechtigt, so, und dann müsste man sich ja auch fragen, irgendwie, ja gut, die sind halt so ein Riesenladen, warum machen die das denn nicht, ne? Ja. Offensichtlich brauchen sie es nicht. Offensichtlich brauchen sie es nicht und wir kaufen das Spiel ja trotzdem und finden es gut, also von daher. Ne? Aber wir würden ganz schön Haue kriegen, würden wir das nicht machen. Gut, dann vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und bis nächste Woche. Vielen Dank. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Tschö. Ich habe die nicht mehr alle im Kopf. Und einige davon haben wir schon beantwortet, deswegen Na, ich so die, ne? was. Ja, das sind sehr viele Fragen zur Lokalisierung, die wir alle in unserer Lokalisierungsfolge beantwortet haben wir haben. Scheiße gebaut, wa?